Guten Abend an alle. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Adele und heute haben wir ein besonders wichtiges Thema für euch. Peter, du siehst heute sehr nachdenklich aus. Was ist los? Guten Abend, Adele. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, ich habe heute viel nachgedacht. Weißt du, ich habe gestern eine junge Frau im Café getroffen. Sie lernt seit 2 Jahren Deutsch, aber sie hatte so viel Angst zu sprechen. Das hat mich wirklich berührt. Oh, das kenne ich so gut. So viele Menschen haben diese Angst. Was hat sie dir genau erzählt? Sie sagte, sie versteht fast alles, wenn andere Deutsch sprechen. Sie kann lesen, sie kann schreiben. Aber wenn sie den Mund öffnen soll, um zu sprechen, dann wird ihr Herz ganz schnell. Ihre Hände werden kalt. Sie vergisst alle Wörter. Das ist so typisch. Liebe Zuhörer, kennt ihr dieses Gefühl auch? Schreibt uns in die Kommentare. Habt ihr auch Angst, Deutsch zu sprechen? Wir wollen von euch hören. Adele, ich habe ihr eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, warum hast du Angst? Und weißt du, was sie geantwortet hat? Erzähl mir. Sie sagte, ich habe Angst, dass die Deutschen über mich lachen. Ich habe Angst, dass ich dumm klinge. Ich habe Angst, dass meine Aussprache schrecklich ist. Ich habe Angst, dass ich die falschen Wörter benutze. Oh je, diese arme Frau. Aber Peter, das ist doch nicht die Realität. Die meisten Deutschen sind so freundlich, wenn jemand versucht, ihre Sprache zu sprechen. Genau, das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe ihr eine Geschichte aus meinem Leben erzählt. Vor vielen Jahren bin ich nach Frankreich gereist. Mein Französisch war furchtbar. Wirklich? Erzähl weiter. Ich wollte im Restaurant ein Glas Wasser bestellen, aber ich habe gesagt, ich möchte ein Glas Katze, bitte. Anstatt Wasser habe ich Katze gesagt. Oh nein, das ist ja lustig. Was ist passiert? Der Kellner hat gelacht. Aber es war ein freundliches Lachen. Er hat mir geholfen. Er hat gesagt, Sie meinen Wasser? Ja. Und dann haben wir beide gelacht. Es war ein schöner Moment. Keine böse Situation. Seht ihr, liebe Zuhörer? Fehler sind nicht das Ende der Welt. Sie sind der Anfang von schönen Gesprächen. Schreibt in die Kommentare, was war euer lustigster Fehler auf Deutsch? Adele, ich möchte den Zuhörern etwas sehr Wichtiges sagen. Jeder Mensch, der eine neue Sprache lernt, macht Fehler. Jeder. Sogar kleine Kinder machen Fehler in ihrer eigenen Muttersprache. Das stimmt absolut. Mein Neffe ist 4 Jahre alt. Gestern hat er gesagt, ich habe viel Schokolade gegessen. Statt gegessen hat er gegessen gesagt. Das war so süß. Siehst du? Und niemand denkt, dass dein Neffe dumm ist. Er lernt. Genau wie Menschen, die Deutsch lernen. Sie lernen auch. Peter, lass uns konkret werden. Was können unsere Zuhörer tun, um diese Angst zu verlieren? Gib uns praktische Tipps. Sehr gerne. Tipp Nummer 1. Sprich zuerst mit dir selbst. Jeden Tag, wenn du aufwachst, sprich auf Deutsch, sag Guten Morgen. Heute wird ein guter Tag. Wie fühle ich mich? Das ist brilliant. Wenn du alleine bist, gibt es keine Angst. Kein Druck. Nur du und die deutsche Sprache. Genau. Tipp Nummer 2. Sprich mit deinem Haustier. Hast du einen Hund, und eine Katze, einen Vogel? Sprich mit ihnen auf Deutsch. Ha, das liebe ich. Der Hund wird niemals sagen, deine Grammatik ist falsch. Richtig. Dein Hund wird nur glücklich sein, dass du mit ihm sprichst. Du kannst sagen, Guten Morgen, mein lieber Hund. Möchtest du spazieren gehen? Bist du hungrig? Wunderbar. Und Tipp Nummer 3? Tipp Nummer 3 ist sehr wichtig. Finde einen geduldigen Partner. Jemand, der versteht, dass du lernst. Jemand, der nicht kritisch ist. Ja. Liebe Zuhörer, sucht euch einen Sprachpartner. Es gibt so viele Apps und Websites dafür. Findet jemanden, der auch lernt. Dann könnt ihr zusammen üben, zusammen Fehler machen, zusammen lachen. Adele, ich möchte noch etwas sehr Wichtiges sagen. Die Angst zu sprechen kommt oft von Perfektionismus. Menschen denken, ich muss perfekt sprechen oder ich spreche gar nicht. Oh, das ist ein großes Problem. Perfekt gibt es nicht. Sogar ich als Muttersprachlerin mache manchmal Fehler. Siehst du? Und du sprichst Deutsch dein ganzes Leben lang. Also, liebe Zuhörer, vergesst Perfektion. Denkt an Kommunikation. Ja,
Das Ziel ist nicht perfektes Deutsch. Das Ziel ist, du sprichst und andere verstehen dich. Das ist genug. Lass mich dir noch eine Geschichte erzählen, Adele. Ich kenne einen Mann aus Japan. Er lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Sein Deutsch ist gut, aber nicht perfekt. Er hat einen starken Akzent. Und? Und er ist der beliebteste Mensch in seiner Firma. Warum? Weil er immer versucht zu sprechen. Er ist immer freundlich. Er lacht über seine eigenen Fehler. Die Menschen lieben ihn. Das ist so schön. Liebe Zuhörer, versteht ihr die Botschaft? Eure Persönlichkeit ist wichtiger als perfekte Grammatik. Absolut. Tipp Nummer 4. Beginne mit einfachen Situationen. Geh in einen Laden und sag, Guten Tag, ich möchte Brot kaufen. Das ist alles. Nur dieser einfache Satz. Ja, kleine Schritte sind wichtig. Nicht sofort ein langes Gespräch führen. Zuerst kleine, einfache Dinge sagen. Wenn du im Laden warst und Guten Tag gesagt hast, dann fühlst du dich gut. Du hast etwas geschafft. Beim nächsten Mal kannst du mehr sagen. Genau. Und Tipp Nummer 5? Tipp Nummer 5. Akzeptiere, dass du anders klingst. Dein Akzent ist Teil von dir. Er zeigt, woher du kommst. Er ist nicht schlecht, er ist interessant. Ich liebe das. Weißt du, Peter, ich habe viele Freunde aus verschiedenen Ländern. Jeder hat einen anderen Akzent. Und ich finde jeden Akzent schön und besonders. Siehst du? Ein Akzent macht dich nicht weniger intelligent. Ein Akzent zeigt nur, dass du mutig bist. Du lernst eine neue Sprache. Das ist bewundernswert. Liebe Zuhörer, seid stolz auf euren Akzent. Schreibt in die Kommentare, woher kommt ihr? Wir wollen eure Geschichten hören. Adele, lass uns über die Angst vor Fehlern sprechen. Viele Menschen denken, wenn ich einen Fehler mache, dann denken die Deutschen, ich bin nicht intelligent. Aber das stimmt doch nicht. Wenn du Deutsch lernst, zeigt das, dass du sehr intelligent bist. Du sprichst schon eine Sprache und jetzt lernst du eine zweite. Genau. Die meisten Deutschen sprechen nur Deutsch, vielleicht ein bisschen Englisch. Aber du lernst eine schwierige Sprache. Du bist großartig. Tipp Nummer 6. Lerne von Kindern. Kinder haben keine Angst zu sprechen. Sie versuchen einfach. Sie sagen Wörter. Manchmal sind die Wörter falsch. Aber sie versuchen immer weiter. Das ist so wahr. Kinder denken nicht, oh, meine Grammatik ist schlecht. Sie denken, ich möchte etwas sagen, und dann sagen sie es. Wir Erwachsene denken zu viel nach. Wir analysieren zu viel. Wir haben zu viel Angst. Aber Kinder? Sie sprechen einfach. Tipp Nummer 7. Feiere deine kleinen Erfolge. Hast du heute ein Wort auf Deutsch gesagt? Wunderbar. Hast du einen ganzen Satz gesagt? Fantastisch. Ja, jeder kleine Schritt ist wichtig. Nicht nur die großen Dinge zählen, auch die kleinen Dinge sind wertvoll. Ich erinnere mich an die junge Frau im Café. Ich habe ihr gesagt, versuch es jetzt. Sprich mit mir auf Deutsch. Nur einen Satz. Und? Was ist passiert? Zuerst war sie sehr nervös. Ihre Hände haben gezittert. Aber dann hat sie gesagt, ich lerne Deutsch seit 2 Jahren. Es war nicht perfekt. Aber sie hat es gesagt. Und wie hast du reagiert? Ich habe gesagt, das war sehr gut. Deine Aussprache ist klar. Ich habe alles verstanden. Und dann hat sie gelächelt. Ein großes, glückliches Lächeln. Das ist so schön. Seht ihr, liebe Zuhörer? Der erste Schritt ist der schwerste. Aber danach wird es leichter. Adele, ich möchte über eine wichtige Sache sprechen. Viele Menschen vergleichen sich mit anderen. Sie denken, diese Person spricht besser Deutsch als ich. Ich bin nicht gut genug. Oh, das ist gefährlich. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Vergleiche sind nicht hilfreich. Genau. Vielleicht lernt diese andere Person schon 5 Jahre. Oder sie hat mehr Zeit zum Üben. Oder sie ist einfach anders. Das ist okay. Tipp Nummer 8. Vergleiche dich nur mit dir selbst. Frag dich, kann ich heute mehr als gestern? Verstehe ich heute mehr als letzte Woche? Das ist der richtige Weg. Dein einziger Konkurrent bist du selbst, niemand sonst. Peter, lass uns über die Deutschen sprechen. Viele Lernende denken, dass Deutsche sehr streng sind, dass sie jeden Fehler kritisieren. Das ist ein Stereotyp. Ja, es gibt einige Menschen, die kritisch sind, aber die meisten Deutschen sind freundlich und hilfsbereit. Absolut.
Wenn du versuchst, Deutsch zu sprechen, sind die meisten Deutschen sehr glücklich. Sie schätzen deine Bemühung. Ich erinnere mich an einen amerikanischen Freund. Er hat in einem deutschen Supermarkt gearbeitet. Am Anfang war sein Deutsch sehr einfach, aber die Kunden waren so geduldig mit ihm. Siehst du? Die Menschen sind freundlicher, als du denkst. Tipp Nummer 9. Hör auf, die schlimmste Situation zu denken. Viele Menschen denken, was ist, wenn ich etwas Dummes sage? Was ist, wenn alle lachen? Aber das passiert so selten. Und selbst wenn es passiert, ist es nicht das Ende der Welt. Genau. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, jemand versteht dich nicht. Und dann? Dann sagst du es noch einmal, oder du benutzt andere Wörter, oder du zeigst mit deinen Händen. Es gibt immer eine Lösung. Liebe Zuhörer, denkt daran, die meisten Menschen sind auf eurer Seite. Sie wollen, dass ihr Erfolg habt. Tipp Nummer 10. Übe laut zu lesen. Nimm ein deutsches Buch oder einen Artikel. Lies laut, hör deine eigene Stimme. Das ist so hilfreich. Wenn du deine eigene Stimme hörst, gewöhnst du dich daran, Deutsch zu sprechen. Und niemand hört dich. Du bist alleine. Keine Angst, kein Druck. Nur du und das Buch. Peter, was denkst du, ist der wichtigste Tipp von allen? Der wichtigste Tipp ist, beginne jetzt. Nicht morgen. Nicht nächste Woche, heute. Sprich einen Satz auf Deutsch, nur einen. Ja, die Angst wird nie von alleine verschwinden. Du musst handeln, du musst sprechen. Und mit jedem Mal wird es ein bisschen leichter. Adele, lass mich dir etwas sagen. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die Deutsch lernen. Die erfolgreichsten sind nicht die intelligentesten, sie sind die mutigsten. Das stimmt. Mut ist wichtiger als Talent. Diese Menschen machen viele Fehler, aber sie sprechen jeden Tag. Sie haben keine Angst. Oder sie haben Angst, aber sie sprechen trotzdem. Das ist der Unterschied. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotz der Angst zu handeln. Liebe Zuhörer, ich möchte euch etwas fragen. Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ihr Deutsch spricht? Wirklich, denkt darüber nach. Meistens ist die Angst in unserem Kopf viel größer als die Realität. Die Realität ist meistens freundlich und positiv. Genau, ich verspreche euch, wenn ihr heute anfangt zu sprechen, werdet ihr überrascht sein. Die Menschen werden lächeln, sie werden helfen, sie werden glücklich sein. Tipp Nummer 11. Finde deutsche Musik, die du liebst. Sing die Lieder. Singen ist wie Sprechen, aber mit mehr Spaß. Oh, das ist brillant. Wenn du singst, denkst du nicht über Grammatik nach, du fühlst nur die Sprache. Und niemand urteilt über deine Aussprache, wenn du in deinem Zimmer singst. Tipp Nummer 12. Schau deutsche Filme oder Serien. Wiederhole, was die Charaktere sagen. Mach ihre Stimme nach. Ja, das ist wie Schauspiel. Es macht Spaß und du lernst gleichzeitig. Adele, ich möchte noch einmal über die junge Frau im Café sprechen. Weißt du, was am Ende passiert ist? Erzähl mir. Sie hat mir gesagt, danke Peter. Ich werde heute Abend mit meiner deutschen Nachbarin sprechen. Nur ein kleines Gespräch. Aber ich werde es versuchen. Das ist wunderbar. Hat sie es wirklich gemacht? Ja, sie hat mir heute eine Nachricht geschickt. Sie hat mit ihrer Nachbarin gesprochen. Es war ein kurzes Gespräch über das Wetter. Aber sie hat es gemacht. Und sie war so glücklich. Seht ihr, liebe Zuhörer? Ein kleiner Schritt kann alles verändern. Werdet ihr auch heute einen kleinen Schritt machen? Schreibt es in die Kommentare. Tipp Nummer 13. Sei freundlich zu dir selbst. Wenn du einen Fehler machst, sag nicht, ich bin dumm. Sag stattdessen, ich lerne. Das war ein guter Versuch. Ja, die Art, wie du mit dir selbst sprichst, ist so wichtig. Sei dein eigener bester Freund, nicht dein eigener Kritiker. Tipp Nummer 14. Erinnere dich daran, warum du Deutsch lernst. Vielleicht möchtest du in Deutschland leben, vielleicht liebst du die deutsche Kultur. Vielleicht hast du deutsche Freunde. Dein Warum gibt dir Kraft. Wenn du Angst hast, denk an dein Warum. Adele, ich glaube, wir sollten unseren Zuhörern eine Herausforderung geben. Eine freundliche Herausforderung. Oh, ich liebe Herausforderungen. Was hast du im Kopf? Liebe Zuhörer, hier ist eure Herausforderung. In den nächsten 24 Stunden müsst ihr mindestens einen Satz auf Deutsch zu jemandem sagen, zu einer echten Person. Das ist perfekt. Es kann ein sehr einfacher Satz sein. Hallo,
Guten Tag, wie geht es dir? Danke. Auf Wiedersehen. Irgendetwas. Und dann kommt zurück zu diesem Video und schreibt in die Kommentare: Ich habe es gemacht. Erzählt uns, was ihr gesagt habt und wie es war. Wir werden jeden Kommentar lesen. Wir werden euch anfeuern. Wir sind eure Cheerleader. Adele, weißt du, was das Schönste am Deutschlernen ist? Sag es mir. Jedes Mal, wenn du Deutsch sprichst, öffnest du eine neue Tür. Du triffst neue Menschen, du erlebst neue Dinge, du verstehst eine neue Kultur. Das ist so wahr. Sprache ist nicht nur Grammatik und Vokabeln. Sprache ist ein Fenster zu einer ganzen Welt. Und diese Welt wartet auf euch, liebe Zuhörer. Aber ihr müsst den ersten Schritt machen. Ihr müsst den Mund öffnen und sprechen. Die Angst wird nicht verschwinden, bis ihr handelt. Also handelt. Sprecht. Macht Fehler. Lacht über eure Fehler. Und lernt weiter. Ich möchte euch allen sagen, ihr seid mutig. Ihr lernt eine schwierige Sprache. Ihr seid auf einem wichtigen Weg. Ich bin stolz auf euch. Ich auch. Jeder einzelne von euch ist ein Held. Ja, ein Held. Es braucht Mut, eine neue Sprache zu lernen. Liebe Zuhörer, vergesst nicht, Perfektion ist nicht das Ziel. Kommunikation ist das Ziel, verstanden werden ist das Ziel, Verbindung mit Menschen machen ist das Ziel. Und wisst ihr was? Die Deutschen machen auch Fehler. Ich mache Fehler. Peter macht Fehler. Jeder macht Fehler. Genau. Fehler sind menschlich, Fehler sind normal. Fehler sind Teil des Lernens. Also, liebe Zuhörer, was werdet ihr heute tun? Werdet ihr weiterhin schweigen? Oder werdet ihr mutig sein und sprechen? Die Wahl liegt bei euch, aber ich hoffe, ihr wählt Mut. Ich hoffe, ihr wählt zu sprechen. Bevor wir uns verabschieden, Peter, hast du noch einen letzten Rat für unsere Zuhörer? Ja, mein letzter Rat ist, habt Spaß. Lernen soll Freude machen, nicht Stress verursachen. Lacht über eure Fehler. Genießt den Prozess. Seid spielerisch. Perfekt. Und mein letzter Rat ist, seid geduldig mit euch selbst. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Und fließendes Deutsch kommt nicht über Nacht. Wunderbar gesagt, Adele. Liebe Zuhörer, wir glauben an euch. Wir wissen, dass ihr das schaffen könnt. Vergesst nicht unsere Herausforderung. Sprecht in den nächsten 24 Stunden mindestens einen deutschen Satz zu jemandem und schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video hilfreich fandet, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert Wow Spoken German. Aktiviert die Glocke. Teilt dieses Video mit euren Freunden, die auch Deutsch lernen. Lasst uns eine große Community von mutigen Deutschlernenden aufbauen. Vielen Dank fürs Zuhören heute Abend. Es war mir eine Freude, mit euch allen zu sprechen. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, sprecht Deutsch. Seid mutig. Habt Spaß. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Und denkt daran, ihr seid großartig. Tschüss. Macht euch keine Sorgen. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Auf Wiedersehen.